Das hier ist das einzige Video, was du brauchst, um zielsicher immer die richtige Polierkombination zu finden. Manchmal kann es wirklich einfach sein, wir nehmen einfach eine Politur, ein Pad, legen los und es funktioniert super. Häufig haben wir aber den Fall, dass wir im Testspot herausfinden, dass unsere Lieblingspolitur mit unserem Lieblingspad gar nicht so gut funktioniert und wir aber auch immer oder nicht immer direkt auf den härtesten Hammer greifen wollen, den wir haben, das gröbste Pad mit der gröbsten Politur. Deswegen nehme ich euch jetzt mal mit in diesem Video durch meinen Denkprozess, wie ich an so einen Lack rangehe, wie ich mir meine beste Polierkombination erarbeite, welche Faktoren ich berücksichtige und vor allen Dingen, damit es nicht langweilig wird, haben wir hier Uni-Schwarz mit extremen Flecken von irgendeiner unbekannten chemischen Substanz. Da bin ich einmal in den letzten Jahren alleine, will ein Auto fertig machen und was kommt? Uni-schwarzer Tesla. Okay, soweit, so gut. Dann hat der uni-schwarze Tesla auf allen liegenden Flächen irgendwelche hartnäckigen Flecken. Ihr seht, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, was in meinem Kopf vielleicht funktionieren könnte. Aber vorweg vielleicht der Überlegung, einmal vorbeugen zu sagen, komm, ich nehme einfach eine grobe Politur, ein grobes Pad und gebe gleich Feuer. In den meisten Fällen kann das wirklich gut funktionieren. Ihr kommt relativ schnell zum Ziel. Das heißt eine hohe Defektkorrektur, also Kratzerentfernung. Es hat aber zwei große Nachteile. Nachteil Nummer 1, ihr habt einen hohen Lackabtrag, der vielleicht gar nicht immer nötig ist. Und wer mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß, meine Definition der Fahrzeugpflege hat immer ganz viel und an erster Stelle mit Werterhalt zu tun. Ich kann hier Harakiri-mäßig am Ende den Lack 1500er nass schleifen, 3000 hinterher polieren und bin fertig, habe aber vielleicht unnötig viel Lack abgetragen. Das heißt, wir tasten uns vorsichtig mit der mildestmöglichen Kombination heran. Punkt Nummer 2 liegt aber bei dem Fall ganz extrem vor, denn wir haben Uni-Schwarz. Und hier kann es durchaus passieren, dass wir bei einem weichen Uni-schwarzen Lack uns mit dem ersten zu groben Poliergang so starke Polierspuren reinhauen, dass wir die dreistufig wieder beseitigen müssen. Und dann beißt sich die Katze in den Schwanz, denn dann habe ich hinten raus unglaublich viel Arbeit, um eben meinen Fehler wieder gut zu machen. Deswegen fangen wir erstmal mild an, fangen mit einer Finish-Politur an, egal welche, eine Finish-Politur eurer Wahl. Und vielleicht bei so einem Zustand mit einem Medium-Pad. In dem Fall nehme ich ein Mikrofaser-Pad, das ist das gelbe von Rupes, das Medium-Mikrofaser-Pad. Das hat den Vorteil, dass es nicht ganz so abrasiv, nicht ganz so stark cuttend, also ja, abtragend ist wie jetzt ein anderes, ein Cutting-Mikrofaser-Pad. Aber durch die Wollfasern habe ich zwei Vorteile, nämlich einmal, ich habe einen Kühleffekt. Durch diese ganze Verwirbelung der Luft in dem Pad kühle ich die Oberfläche. Das heißt, die Oberfläche wird nicht zu heiß und ich bekomme keine Probleme mit irgendwelchen hitzeempfindlichen Problemen, die es auch häufig bei sehr weichen Lacken gibt. Und zum Zweiten geht es mir persönlich so, dass wenn ich mit einem harten Schaumstoffpad arbeite, dass ich unheimlich schwer finde, bei so einem runden, kantigen Auto präzise in den Kanten zu arbeiten. Das heißt, ich muss immer wieder das Pad wechseln, brauche sehr viel Zeit. Das Schaumstoffpad entwickelt, wie gesagt, auch sehr viel Wärme. Deswegen bin ich immer ein Freund, wenn es geht, ein Mikrofaserpad zu nehmen, das erstmal mit einer Finish-Politur, um nicht zu grob ranzugehen. Probiere aus, wie es funktioniert. Wenn es gut läuft, habe ich meine Kombi gefunden. Wenn es schlecht läuft, arbeite ich mich gerade bei Uni-Schwarz wirklich schrittchenweise voran. Aber ich glaube, bevor wir prognostizieren, spreche ich noch einmal über meine Maschinenwahl und dann geht es an den Testspot. Bei ultraempfindlichen, weichen Lacken würde ich schon mal gar nicht mit einer 125er Maschine rangehen. Das hat einfach was damit zu tun, dass dieses Pad so groß ist, dass ich einfach ein relativ unkontrolliertes Arbeiten habe und unkontrolliertes Arbeiten bedeutet in dem Zusammenhang Polierspuren. Das heißt, wir können es natürlich versuchen, gerade bei der Haube vielleicht ein 125er Pad, aber beim Rest des Autos mit Ecken und Kanten brauche ich maximal einen 75er bzw. 80er. Warum habe ich jetzt die PXE, also die Akkumaschine mit Wechselkopf in der Hand und auch eine kabelgebundene 75er? Das hat mit einer Erkenntnis zu tun, über die ich mit dem Robert gesprochen habe. Der hat das ganz stark festgestellt, dass Haze, also Grauschleier beim Polieren durch die Exzenter-Poliermaschine vorrangig durch die Vibration der Maschine entsteht. Das heißt, je weniger so eine Maschine vibriert, desto weniger Probleme habe ich mit Haze. Und auch, wenn diese PXE wirklich eine super Maschine ist, vibriert sie leider ziemlich doll. Deswegen werde ich versuchen, alles was geht, mit der deutlich laufruhigeren, kabelgebundenen Flex 75er zu polieren und nur die PXE zu verwenden. Ihr seht es, wenn ich wirklich einen 50er oder einen 30er Stützteller brauche. Soweit zu meiner Planung. Mal schauen, ob der Plan aufgeht.
Ich kann Dominik leider nicht stoppen, so gern ich auch würde, denn er ist derjenige, der hinten Krach macht, aber der hat nur begrenzt Zeit. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, warum er nur begrenzt Zeit und was er da eigentlich macht, dann guckt das andere Video, drehen wir sozusagen parallel, während ich mich hier abkämpfe. Ganz ehrlich, ich würde lieber mit Dominik tauschen und das Ding da hinten machen, weil, ja, unischwarze Katastrophe mal wieder. Es wird einfach nicht besser mit diesen Lacken. Der einzige unischwarze Lack, der eigentlich vernünftig ist, ist Porsche. Das ist alles Grütze. Egal. Kommen wir mal zur Sache. Das, was ich jetzt erkläre, wird schwer in der Kamera zu zeigen sein, einfach weil das so feine Nuancen sind. Aber ich habe jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4 Testspots gemacht und verschiedene Dinge ausprobiert, um zu gucken, wie wir am besten hinkommen. Testspot Nummer 1, eine Finish-Politur, in dem Fall Sonax X06 0406 mit dem Medium Rupes Pad. Gedanke, relativ milde Politur, aber relativ abrasives Pad, dadurch schönes Ergebnis. Und hinterhergefahren bin ich mit einem weißen Rupes Pad. Und der Cartec Ultra Finish 12.000, High Gloss Pasta, also eine ultra fein Politur. Sind wir hier unten in der Ecke, jetzt ist hier wieder ein bisschen Staub drauf. Eine Sekunde, ich mache mal Lärm. Achtung, wird laut. So, wir haben, wie gesagt, es wird schwer sein einzufangen. Wir haben keinen Grauschleier, also wir haben wirklich ein perfektes Finish. Jetzt kommt mein Aber. Wir haben noch Kratzer drin. So, und als ich das dann gesehen habe, dachte ich, okay, wir haben zwar ein schönes Finish, haben aber nicht alle Kratzer raus. Die Flecken sind übrigens weg. Das war kein mega großes Problem, die kriegen wir relativ gut weg. Dann habe ich mir gesagt, okay, erhöhen wir stückweise. Also gehen nicht gleich voll rein, sondern erhöhen nur die Politur. X-Cut 0505 ist zwar eine Cut-Politur, aber eine relativ milde, wenn man so will. Das ist keine extreme Cut-Politur. Dann aber auf Schaumstoff, einfach um hier wieder Abrasivität zurückzunehmen. Ne? Nicht wieder mit dem extremen Mikrofaser, auch wenn es nicht das Stärkste ist. Aber die Mikrofaserpads haben einfach eine sehr große Oberfläche durch diese ganzen feinen Fasern und sind dadurch eben so gut im Cut. Wollte ich hier jetzt erstmal nicht mit starten, sondern habe ein Schaumstoffpad genommen, Lake Country Cutting Pad. Ist zwar ein Cutting Pad, aber ist nicht so krass hart in der Stauchhärte. Das heißt, ich habe auch ein bisschen Flexibilität, um in die Rundungen und Kanten zu gehen. Also, Cut hat nicht ausgereicht. Finish war okay, Cut hat nicht ausgereicht. Dann dachte ich, probierst du mal was anderes. Vielleicht brauchen wir ja ein bisschen Wärme. Mit einem Schaumstoffpad, Lake Country Cutting Pad. Ist relativ weich für ein Cutting Pad, hat aber eine raue Oberfläche, deswegen gut Cut. Erzeugt ein bisschen mehr Wärme, vielleicht hilft mir das ja. Um nicht ganz so krass Gas zu geben, bin ich bei der Politur geblieben. Habe die erstmal nicht erhöht, sondern bin dabei geblieben, um eben nicht alle Faktoren zu verändern, weil dann weiß ich irgendwann nicht, welcher war der Faktor, der funktioniert hat. Gucken wir uns mal da oben an. Finish ist auch in Ordnung, aber noch weniger Cut. Also wir sehen eine Herabsetzung des Pads sozusagen, hat noch mehr Kratzer drin gelassen mit der gleichen Politur, hat überhaupt nicht gut funktioniert. Deswegen dann noch mal eine halbe Stufe gröber, gleiches Pad mit einer gröberen Politur, nämlich der X-Cut 0505. Relativ milde Cutting-Politur, aber ist eine Schleifpolitur, haben wir einmal auf der anderen Seite. Ja, und hier sehen wir gleich ein Problem, also es ist noch kein Finish drauf gefahren. Deswegen ist hier so ein krasser Grauschleier drauf. Über das Finish mache ich mir jetzt hier nicht so große Sorgen. Aber ich habe immer noch, das sehe ich durch den Grauschleier durch, immer noch relativ viele Kratzer, die den großen Aufwand, Cut zu fahren und dann 2 Runden Finish hinterher, weil es unischwarz ist, für mich nicht rechtfertigen. Deswegen dachte ich mir, okay, komm, dann gehen wir jetzt noch eine Stufe gröber. Rupes Mikrofaserpad mit X-Cut 0505. Unten an der Motorhaubenkante gucken wir das an. Der Cut hier war ausreichend, also wir haben wirklich so gut wie alle Kratzer entfernt. Hier und da ist noch mal ein tiefer drin, um den soll es jetzt nicht gehen. Aber wir haben alle Kratzer entfernt. Jetzt kommt das Problem, wir haben Finish-Probleme. Obwohl ich X-Cut 0505 auf dem Medium Cut Mikrofaserpad, gefolgt von einem lilanen Medium Cut, also einem relativ weichen Nanolex Pad und einer Finish-Politur der X0404, gefolgt von weißen Rupes Pad und Cartec 12.000. Wir haben immer noch Haze in der Oberfläche. Und dann steht man an so einem Punkt, da muss man sich einfach fragen, was mache ich jetzt? Weil es hilft mir auch nichts, wenn ich diesen Haze jetzt in ganz, ganz vielen Stufen rausfahren muss. Also immer wieder
abwischen und mit dem Benutzen-Pad wieder drauf. Die Taktik kennt ihr, Unischwarz polieren, verlinken wir euch, könnt ihr euch nochmal in Ruhe angucken. Aber irgendwann muss ich ja auch mal fertig werden. Ich fahre hier jetzt schon dreistufig. Wenn ich dann noch 2 Stufen hinterher fahre, bin ich irgendwann hier 40 Stunden an einem relativ neuen Auto. Das heißt, ich muss jetzt einfach noch mal kurz eine Pause machen, kurz mal einen Schluck trinken, in mich gehen und mal überlegen, welche Möglichkeiten habe ich denn noch, jetzt hier irgendwie ein Ergebnis zu erzielen. Okay, auch das habe ich geschluckt. Dann poliere ich die Stoßstange und gucke mir die Nebelleuchten an und die sind voller, ich weiß auch nicht, 800er Schleifspuren, die nicht mit der Poliermaschine zu entfernen sind. Okay, langsam war schon Grenze erreicht und dann leuchte ich auf den Lack drauf und der Lackierer hat einfach den Kennzeichenhalter nicht abgeschraubt zum Lackieren. Unterm Kennzeichenhalter ist Unischwarz, ums Kennzeichen rum überall Metallic-Schwarz. Und dann gibt es auch mal so Momente, wo du sagst, nö, weil ich kann auch gar nicht. Selbst wenn ich wollte und sagen würde, komm, wir reißen uns zusammen, aber was soll ich denn machen? Soll ich die Metallic-Partikel wegschleifen? Müsste ich neu lackieren. Geht nicht, kann ich nicht machen. Und deswegen habe ich dann den Kunden angerufen, nachdem ich mich wieder beruhigt habe, habe ihm Bilder geschickt, habe ihm den Sachverhalt geschildert und habe gesagt, das können wir so auf jeden Fall nicht weitermachen. Das Auto muss, wenn es versiegelt werden soll, in einem vernünftigen Zustand sein. Habe mich mit dem Kunden beraten. Er wird jetzt nochmal den Lackierer aufsuchen und ihm das reklamieren, weil es ist nicht nur vorne an der Stoßstange, sondern auch hinten. Wir haben irgendwelche Klebebandkanten im Lack, also ja, Kraut und Rüben kann man einfach sagen. Habe ich auch selten so gesehen in dem Ausmaß, deswegen ist jetzt hier Schluss. Ich bin mit dem Kunden jetzt so verblieben, ich mache ihm die liegenden Flächen nochmal fertig, da wo die Flecken drauf sind, dass die zumindest runter sind. Das geht relativ gut, so wie Glasdach und Frontscheibe oder Glasdach und alle Scheiben, Heckscheibe und Frontscheibe, dass die wieder top sind. Dann holt das Auto morgen ab und ja, setzt sich erstmal mit dem Lackierer auseinander und dann schauen wir mal, ob wir den Wagen nochmal wiedersehen. Von daher an der Stelle gar nicht mehr viele Tipps. Ich habe euch ja auch in dem Video eher gezeigt, wie ich mich an so einem Testspot näher, wie ich das Cut-Verfahren sozusagen für mich definiere und daraus geworden ist jetzt ein Abbruch in der Fahrzeugaufbereitung. Aber es gibt auch gute Nachrichten, nämlich unser Parallelvideo. One-Day-Job, Dominik das erste Mal alleine zu Hause bzw. am Auto. Hat gut geklappt, der ist in den letzten Zügen, ist auf die Minute genau fertig geworden und hat gezeigt, was man wirklich an einem Tag in der Fahrzeugaufbereitung schaffen kann und was eben auch nicht. Deswegen das Video auf jeden Fall reinziehen. Ist ein sehr spannendes Video geworden. In diesem Sinne, denkt auf jeden Fall nochmal an die Dicon. Da könnt ihr vielleicht auch mal Extremfälle ausprobieren, nämlich auch einfach mal provozieren. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt mit Cut mal so richtig Gas gebe oder mit einem Cutting-Pad und einer Finish-Politur arbeite oder einem Finishing-Pad und einer Cutting-Politur oder auch mal ohne Pad, nur mit Stützteller poliere. So ein Quatsch könnt ihr auch gerne mal ausprobieren und ganz, ganz viel mehr. Hersteller ausfragen, Messeschnäppchen sichern, mit Leuten quatschen und einfach den Szenetreff-Auto-Aufbereitung genießen. 6. Mai in Einbeck. Tickets und alle weiteren Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alle verwendeten Produkte ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Haut rein.